Deadlock ist jetzt schon seit einiger Zeit draußen, beziehungsweise das NDA von Deadlock wurde jetzt schon seit langem geliftet. Viele von euch spielen das Spiel jetzt schon etwas länger. Nichtsdestotrotz gibt es wahrscheinlich immer noch recht viele Punkte und Tipps, die ich in dem heutigen Video zeigen möchte, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Manche davon sind Punkte, die ihr direkt in eurem Gameplay implementieren könntet. Andere sind vielleicht ein bisschen mehr so Niche. Nichtsdestotrotz denke ich, dass dieses Video für fast alle von euch sehr hilfreich sein wird. Übrigens, was mir auch noch aufgefallen ist, einige von euch haben jetzt in den letzten paar Videos in den Kommentaren viele Fragen gestellt zu Deadlock, was ich natürlich mega cool finde. Viele Fragen davon habe ich aber tatsächlich bereits in vorherigen Videos beantwortet. Ich habe jetzt auf meinem YouTube-Kanal extra dafür noch eine Deadlock Guide Playlist gemacht. Die findet ihr hier und da könnt ihr eigentlich der Reihe nach alle meine Videos durchschauen. Angefangen natürlich von wirklich Beginner-Einsteiger-Tipps. Danach geht es dann über jegliche Themen wie eben Aiming oder Movement oder Tipps fürs Ranked oder Settings Guides. Ich glaube, wenn ihr all diese Videos schaut, gerade eben neue Spieler, dann bekommt ihr einen sehr guten Einblick in Deadlock. Kann ich nur jedem von euch empfehlen. Dann gehen wir direkt in den ersten Punkt rein vom heutigen Video und zwar geht es um Hitless Jungling. Wie ihr wisst, ist Jungeln extrem wichtig in diesem Spiel, weil man dadurch sich einen Seelenvorteil erschaffen kann und Seelen sind das A und O in diesem Spiel. Wenn man hier an so ein Jungle Camp hingeht, kann man, wenn man einen gewissen Winkel verwendet, so auf den gegnerischen Jungle Creep schießen, damit dieser einen selber nicht zurück abschießt. Und zwar zum Beispiel, wenn ich hier stehe, kann man das so ziemlich easy machen, dann seht ihr, bekomme ich gar keinen Schaden. Hier geht dann genau das gleiche und wenn ich dann hier stehe, muss ich vielleicht so ein bisschen um die Ecke, aber geht relativ gut, auch hier. Und jetzt habt ihr praktisch das ganze Jungle Camp gecleart, ohne dass ihr überhaupt irgendeinen Schaden bekommen habt. Das könnt ihr dann benutzen, wenn ihr generell einfach vorhabt, danach jemanden zu ganken und dafür das volle Leben braucht. Oder sagen wir, wenn ihr zum Beispiel wenig Leben habt, sagen wir jetzt hier, habe ich jetzt nur noch 180 Leben, könnte ich hier so auf die Minions schießen und dadurch kann ich eigentlich den Minion hier farmen, ohne dass ich dafür Leben abgezogen bekomme. So und so. Ziemlich easy und straightforward. Das geht eigentlich bei fast jedem Camp. Ihr müsst einfach irgendwo eine Ecke finden, wo ihr euch hinstellen könnt. Vorzugsweise versucht das immer an der rechten Schulter zu machen, weil, wie ich es ja schon öfters erklärt habe, wenn ihr links an der Ecke steht, dann zeigt ihr euren ganzen Körper. Wenn ihr aber rechts an der Ecke steht, dann lehnt sich euer Charakter so ein bisschen nach rechts und dann wird das dazu führen, dass die gegnerischen Minions euch gar nicht sehen können. Beim zweiten Tipp geht es um Lane Management. Da gibt es gerade direkt 3 Tipps dazu. Einmal sicherlich, was viele Leute nicht wissen. Es gibt ja in dem Spiel diese Parry-Funktion. Ne? Wenn man hier C drückt, kann man ja einen gegnerischen Nahkampfschlag blockieren. Der zählt aber auch für gegnerische Nahkampf-Minions. Die Nahkampf-Minions sind die, die so etwas dicker sind. Also so ist das aktuelle Modell zumindest. Das ist der hier mit dem Knüppel. Wenn der hier jetzt schlägt, kann ich das Parry. Und jetzt habe ich direkt noch ein Parry ab. Wenn ich das jetzt time, sobald das Icon da weg ist, zack, kann ich jetzt parryen. Zack, kann ich wieder parryen. Und wieder parryen. Der Vorteil daran ist, dass man so den gegnerischen Helden baiten kann, dass der gegnerische Held auf eurer Lane denkt, ihr hättet kein Parry mehr ab. Sagen wir, ihr spielt zum Beispiel gegen einen Abrams. Dann könnt ihr so den Gegner baiten, ein Parry verwenden. Entweder hört er diesen Parry durch die Sound Cue oder er sieht, wie ihr gerade geparried habt und würde niemals drauf kommen, dass ihr aber nur gebaitet habt und eigentlich den Parry schon wieder abhabt. Und so könnt ihr dann den gegnerischen Helden, der euch dann Nahkampf schlagen will, direkt wieder parryen und so hoffentlich einen Easy Kill machen. Beim nächsten Tipp geht es um Bodyblocken von den Soul Orbs, die aus den gegnerischen Minions rausspawnen. Wie ihr wisst, immer wenn ihr einen gegnerischen Minion last hittet, dann spawnt diese Soul Orb, die dann so nach oben fliegt, oder? Und jetzt gibt es 2 Sachen, die man dazu machen kann mit einem Bodyblock. Wenn ein gegnerischer Minion low wird, dann wird er so aufblinken. Und in der Zeit müsst ihr ihn abschießen und dann spawnt diese Seele aus ihm raus. Jetzt, was man da machen kann, man kann sich extra vor seinen eigenen Minion stellen, damit der gegnerische Held euch trifft, anstatt euren Minion. Wenn dann diese eine Sekunde abgelaufen ist, wo euer Minion so aufblinkt, dann hat er praktisch den Last-Hit vermasselt, kann diesen Last-Hit dann nicht mehr nehmen und dementsprechend bekommt er die Seelen auch nicht. Das bedeutet natürlich, dass ihr ein bisschen einen Teil von dem Schaden tanken würdet, aber wenn ihr relativ einen tanky Charakter habt oder ein bisschen Leben-Items habt, dann ist das natürlich überhaupt nicht schlimm und das kann man gut machen. Der zweite Punkt, was man auch machen kann, wenn man einen großen Charakter spielt, wie zum Beispiel Abrams und der gegnerische Held schießt einen Minion ab, der relativ weit von dem Gegner weg ist, dann könnt ihr euch, nachdem
nachdem er schon den Minion am Boden abgeschossen hat und dann diese Seele in die Luft fliegt, könnt ihr euch eigentlich vor diese Seele stellen und die dann einfach mit einem Melee-Schlag, also einem Quick-Melee-Schlag, wenn man einfach Q kurz antippt, könnt ihr die dann für euch nehmen. Das ist allerdings schon etwas Nische, muss ich ehrlich zugeben. Wenn ihr einen kleinen Charakter spielt, ist es sehr schwierig, aber nichtsdestotrotz einfach auch gut zu wissen. So kann man auch Bodyblock verwenden in diesem Spiel. Dann was anderes Wichtiges noch zum Lane-Management. Von den 4 Minions, die spawnen auf der Lane, gibt es immer einer, der Nahkampf ist. Das ist eben der mit dem Knüppel, der ein bisschen größer und dicker ist. 2 Fernkampf-Minions und ein Healing-Minion. Das ist dieser Flaggenträger hier auch oder auch Medic Trooper genannt. Dieser Medic Trooper hat 3 Charges im aktuellen Patch, wo er euch healen wird. Diese Charges sind unglaublich wichtig, um auf der Lane immer wieder Sustained Healing zu bekommen und dementsprechend, wenn ihr auf eine Lane kommt, ist es extrem wichtig, dass ihr am Anfang direkt versucht, diesen Flaggenträger zu killen, weil das wird dazu führen, dass wenn ihr danach ein bisschen tradet mit dem gegnerischen Helden, ein bisschen Back and Forth habt, wenn euer Flaggenträger, also wenn euer Medic Trooper noch lebt, dann werdet ihr die ganze Zeit ein bisschen Healing bekommen von diesem Medic Trooper und das führt dann dazu, dass ihr auf Dauer immer wieder höheres Leben habt als die Gegner bei euch auf der Lane. Also priorisiert immer diesen Medic Trooper direkt als erstes zu killen, wenn die gegnerische Minion Wave zu euch kommt. So, zum nächsten Tipp. Und zwar geht es hier drum um das Parryen von gegnerischen Guardian Turrets. Der gegnerische Guardian Turret hat einen sehr starken Nahkampfschlag, wenn man zu nah an ihn rangeht. Diesen kann man aber blockieren mit der Parry-Taste. Was ihr jetzt also machen könnt, entweder ihr lauft einfach hin und drückt dann Parry. Dadurch ist er jetzt sozusagen gestunt. Das sieht man daran, dass er jetzt kurzzeitig nicht geschossen hat. Was man aber auch machen kann, sagen wir, hier hinten würde ein gegnerischer Held stehen, dann könnt ihr so dran springen und dann habt ihr es jetzt blockiert. Das hat man jetzt vielleicht nicht so gut gesehen, aber dann seid ihr an dem gegnerischen Tower vorbeigekommen, zu dem gegnerischen Helden hin und habt gar keinen Schaden bekommen von dem Nahkampfschlag. Ich zeige es nochmal kurz. Zack, blockiert, gar keinen Schaden bekommen, jetzt stehe ich hier hinten. Beim nächsten Tipp geht es wieder um Movement und zwar jedes Mal, wenn ihr von einem Ort zum nächsten kommen wollt, gibt es viele von euch, die dann hier einfach so lang laufen mit diesen Dashes. Dadurch verbraucht man einen Dash-Jump. Was ihr aber auch machen könnt, ihr könnt einfach hoch zur Zipline hier gehen und direkt runter und könnt auch so immer einen kleinen Speed-Boost mitnehmen und zum Beispiel schnell zu diesem Bridge-Buff hier hinkommen. Die Idee davon ist einfach, dass ihr jederzeit auch für ganz kleines Movement diese Zipline hier verwenden könnt, einfach um einen kleinen Speedboost zu bekommen, um auch vielleicht schnell auf die Lane zu kommen oder zu einem Minion-Camp hinzukommen. Also benutzt wirklich diese Ziplines hier eigentlich die ganze Zeit während dem Spiel, auch wenn es nur 5 Meter sind und sieht man gerade auch bei High-Elo-Spielern die ganze Zeit. Dann beim nächsten Punkt geht es um Map-Awareness und zwar spawnen bei 10 Minuten links und rechts auf der Minimap diese Bridge-Buffs. Diese sind extrem stark. Man sagt so, im Durchschnitt haben die einen Wert von 3000 Seelen, also wie als ob ihr einen Item von T3 kaufen würdet. Sehr stark. Bei 10 Minuten spawnen die und danach jede 5 Minuten respawnen die. Das heißt bei 15 Minuten, bei 20, bei 25 und so weiter und so fort. Gerade im High-Elo sieht man, dass diese Bridge-Buff maximal 10 Sekunden stehen bleiben, bis jemand die nimmt. Wenn ihr also in der Nähe von den Bridge-Buffs seid und ihr seht, es ist gerade 9 Minuten 50 oder so, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr direkt schon zu so einer Brücke hingeht und diesen Bridge-Buff mitnimmt. Vor allem gerade die ersten 3 Bridge-Buffs haben so einen signifikanten Impact auf das Gameplay und die Stärke eures Charakters. Also die solltet ihr auf jeden Fall priorisieren. So, dann kommen wir jetzt zu den restlichen paar Tipps, die vor allem so UI-technisch wichtige Informationen liefern können. Beim ersten Punkt, was wahrscheinlich die meisten von euch nicht wussten, es gibt ja diese Golden Idols, wie sie auch heißen, auf der Map. Wenn man diese abschießt, sind da diese Buffs drin. Wenn man hier jetzt drüber läuft, in dem Fall kriege ich jetzt hier 2 Spirit. Das sind ja permanente Buffs. Jetzt haben sich manche von euch vielleicht schon gefragt, wie sieht man denn in-game, wie viele Buffs man schon eingesammelt hat mit diesen ganzen Destructible Items. Und zwar geht das tatsächlich, wenn man B drückt, könnt ihr hier unten mit der Maus über diese 3 Stats drüber gehen. Weapon, Vitality und Spirit. Und hier könnt ihr jetzt sehen, wie viele Bonusse ihr bekommen habt durch entweder eure Items, durch eure Mods oder eben durch diese goldenen Statuen. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel bei Base, steht rechts bei Spirit Power Golden Statues 2. Das heißt, ich habe insgesamt 2 Spirit
Power bereits durch goldene Statuen bekommen. Ich zeige das nochmal hier kurz. Hier habe ich bei Vitality Max Health Golden Statues 20. Wenn ich jetzt hier rüberlaufe und jetzt nochmal schaue, steht Golden Statues 40. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Tipp ist, der einen signifikanten Impact auf euer Gameplay hat. Wahrscheinlich gar nicht, weil ihr so oder so diese goldenen Statuen nehmen würdet, so viel wie ihr könnt. Aber es ist einfach mal cool zu wissen, dass es das theoretisch auch noch gibt und man das auch nachschauen kann. Etwas anderes Interessantes, und zwar wenn man stirbt, kann man ja oben rechts sehen, wie viel Schaden man bekommen hat, von welcher Quelle. Also ob das physischer Schaden oder Magieschaden war. Was viele aber nicht wissen, was man da auch machen kann, man kann auch schauen, wie viel Schaden man selber am gegnerischen Helden zugefügt hat. Und zwar sterbe ich jetzt hier kurz, jetzt kann man hier oben Incoming Damage, wenn man hier draufklickt, kann man Outgoing Damage anschauen und das kann man jeweils dann auch noch unterteilen und dann sieht man eigentlich relativ deutlich, wie viel Schaden man durch welche Quelle gemacht hat. Finde ich auch ganz interessant zu sehen, vor allem auch im späteren Verlauf des Spiels. Das hilft einem auch ein bisschen abschätzen zu können, mit welcher Fähigkeit man aktuell am meisten Schaden macht und gerade nach so einem krassen Teamfight, sagen wir, ihr spielt zum Beispiel Infernus mit Ricochet, finde ich es manchmal ziemlich cool zu sehen, wie viel Schaden man durch Afterburn gemacht hat. Etwas auch sehr Interessantes, was vor allem zum Beispiel für Mirage-Spieler sehr wichtig sein kann. Wenn ihr die Tasten F1 bis F5 drückt, könnt ihr die View von eurem Teammate anschauen. Das heißt, dann könnt ihr schauen, was gerade auf der Lane von eurem Teammate abgeht. Finde ich extrem wichtig. Aktuell sehe ich es noch nicht so viel im High Elo. Idorian ist zum Beispiel ein Pocket-Spieler, der das aktuell verwendet. Ich glaube, im Verlauf der Zeit werden wir das noch viel, viel stärker sehen, weil es dir einfach so viel Informationen liefert über die Map. Und kurz bevor man einen Gank machen wollen würde, könnte man das dann kurz verwenden, damit man sieht, wo die Gegner stehen, wo deine Teammates stehen und wie man dann den perfekten Gank machen könnte. Oder gerade auch, wenn man Mirage Teleport verwendet, kann das auch sehr hilfreich sein, um zu verstehen, wo man dann landen wird, weil aktuell ist ja die Kamera dabei ein bisschen verbuggt. So, das wären bereits die 10 Niche- oder fortgeschrittenen Tipps gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Übrigens, ich habe mir noch überlegt, welche Art von Videos ich als nächstes auf diesem Kanal machen will. Was sicherlich für euch auch sehr hilfreich sein könnte, ist, wenn ich zum Beispiel eure Gameplay oder eure Matches analysiere und dazu ein Review mache. Also wenn ihr zum Beispiel ein bisschen hardstuck in Emissary seid und ihr das Gefühl habt, ihr kommt irgendwie da nicht aus dem Emissary Rank raus und ihr würdet gerne mal von jemandem, der ein bisschen mehr Spielstunden in dem Spiel hat, verstehen, was ihr vielleicht falsch macht, dann könnt ihr mir gerne unten im Discord könnt ihr in meinen Server joinen und dann könnt ihr mir die Match-ID und euren Bild und euren Namen in-game schicken und dann kann ich euch mal spectaten. Je nachdem, wie viele Anfragen ich dazu bekomme, würde ich dann gerne wie so eine neue Videoserie starten, wie so ein bisschen Coaching, Review von eurem Gameplay. Wenn ihr Interesse dabei habt, schreibt es mir bitte auch unten gerne in die Kommentare und sonst hören wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann.